21. Satz lautet: Ihr habet gehöret, dass zu den Alten gesaget ist, du sollest nicht töten. Wer aber tötet, der solle der Dingstätte, in Klammern Gericht, schuldig sein. Wahrlich, ich aber sage euch, übet Gerechtigkeit nach dem Gesetze der Schöpfung, also ihr das Urteil in der Klugheit, in Klammern Logik, Folgerichtigkeit findet, also ihr nicht tötet. Und dann, Ja, das sollte ja eigentlich klar sein, oder? ja, in der Religion wird aber im Grunde immer wieder zum Töten aufgerufen. Ja, wir sind aber nicht der Religion. Na, Das ist ein aber, Glaube. Religion ist ein Glaube. ja, Und da glauben die Menschen nur. Und die glauben daran, dass was nicht richtig ist, oder was sie nicht richtig finden, durch den Tod muss bestraft werden. Meinen dann, der Tod sei Bestrafung? Mord ist Mord, das ist keine Bestrafung, das ist Mord. ja, in den Ländern, wo aber die Todesstrafe herrscht, wird das nicht als Mord angesehen, sondern Ja, das wird nicht als Mord angesehen, weil es religiös ist. Religion schreibt von alters her, töte, auch wenn sie widersprüchlich behauptet, töte nicht. Genau, das ist nämlich der Punkt. Ja, Auf der einen Seite sollte das eben offensichtlich sein und leicht zu verstehen, aber ja, genau da ist nämlich die Religion vollkommen widersprüchlich. Ja. Du sollst nicht töten, ja, aber es gibt ganz viele Stellen, gerade im Alten Testament oder auch Ja. in den Büchern Mose, wo, wenn er das und das tut, dann soll er dem Tode überantwortet Richtig. werden. richtig. Das ist mehr als ein Widerspruch. Das ist Morderei. Ja, Das ist Mord vorausprogrammiert. Mit der Religion ist Mord vorausprogrammiert. Das Töten ist vorausprogrammiert. ja, und dass die Religion das Monopol aufs Töten hat. Ja, Sie dürfen ja töten, ohne bestraft zu werden. ja, richtig. Ja, und wenn du tötest, wirst du bestraft. Ja. Unter Umständen sogar mit dem Genau. Tode. Ja. Das ist Prinzip, Religion ist Prinzip von dem, was wir im Deutschen seit alters her sagen, willst du nicht mein Bruder sein, dann schlage ich dir den Schädel ein. Ja. Und genau das ist auch wieder dahinter. Gewaltanwendung, Ja, genau, wenn man nicht folgt. genau. Eben, wir sind bei der Religion gewesen, Ja. dass die eigentlich widersprüchlich sind, durch das einerseits sagt, du sollst nicht töten und andererseits legalisieren sie den Mord. Durch das soll gestraft werden mit dem Tod, wenn irgendetwas ist. Ja, dieses Monopol auf das Töten. Richtig, Ist- das hat der Religion erschaffen. Ja, und das ist im Grunde reine Tyrannei. Das ist nicht nur Tyrannei, das ist noch viel schlimmer, das ist diktatorisch. Diktatorisch ist bestimmend, absolut bestimmend, oder? Ja, Und durch das wird dann tyrannisch gehandelt, oder? also kann man sagen, Religionen ist Ist eine Diktatur, eine Diktatur. ja. Und eine Diktatur macht gläubig. Wer nicht glauben tut, wird umgelegt. Wer das nicht macht, was Diktatur von oben ab bringt, wird gestraft dafür. Eben, und in der Regel mit dem Tod. Wird also Mord begangen. Das ist eigentlich die Regel von alters her. Ja, und
mir scheint, dass deswegen Diktatoren und Religion so gut Hand in Hand gehen, weil wenn Leute die Wahrheit sprechen, dann bekämpft die Religion eben die Wahrheitssprechende, Ja, aber nicht die Diktatoren. Also Ja. gerade Mussolini zum Beispiel Ja. ist nur durch den Vatikan an die Macht gekommen. Ja. Wenn die ihn nicht unterstützt musst du hätten, mal schauen, die Diktatoren, die wir haben auf der Schweiz, auf der Welt, da müssen wir gar nicht weit gehen. Es ist alles eigentlich diktatorisch, oder? Wo wir haben in den Regierungen. Es wird diktatorisch gehandelt, oder? Aber nicht das, was muss sein, dass der Mensch frei ist, sondern unterdrückt ist durch Gesetz, durch Gebot, durch Regeln, Vorschriften und so weiter und so fort. Und am besten siehst du es jetzt gerade bei Amerika zum Beispiel, mit dem Trump, oder? Das ist eine reine, blanke Diktatur. Was wir haben, zu Bern oben, es wird gehandelt vom Bundesrat, vom Parlament, wieder das, was das Volk beschliessen tut. Obwohl sie gehen und den Wahlzettel ausfüllen und es wird das und das beschlossen und nachher kommt der Bundesrat und macht genau das Gegenteil. Ja. Oder? Das ist nicht richtig. Das ist Diktatur so oder so. Und da steckt jeder von den Bundesräten oder vom Parlament hockt hinter der Religion. Ist gläubig von diesen und jenen Sekten und weiss ich was, von jeder Kirche und so weiter. Genau wie der Trampeli da mit der Bibel schwingt, oder? Ich bin gläubig. Ob da ins Deutsch rausgehst, der Merz, voran der Merkel, genau dasselbe. An jeder Regierung, jeder, der an der Regierung hockt, ist religiös. Und jeder will nichts als Macht. Und Macht dahinter so, wie du jetzt da siehst beim Trampli, oder Todesstrafe für den, für diesen und jenen. Für den, wo der andere verschossen hat, den legen wir auch um, fertig, aus, Schluss. Und so geht's in jedem Land so. Nur wir haben die Todesstrafe nicht mehr in der Schweiz, oder? Die ist aufgehoben worden, oder? Aber heimlich wird halt gleich gemacht, oder? Weißt, da wird gemordet und weiss ich was alles. Oder? Das kennt ja der Mensch, der darüber nachdenkt, kennt das. Ja, nach außen hin haben wir ja eine Teilung von Religion und Staat. Ja. Aber das ist für mich, erscheint das so, aber es ist gar nicht so, weil eben, wie du sagst, die Staatsoberhäupter eben auch religiös sind. Ja, genau. Dadurch sind sie jetzt da musst gar nicht weit gehen, da lange Gemeindebehörde schon. Jedes Gemeindebehörde ist eigentlich gläubig oder ihr gehört in einer Sekte oder einer Religion an oder was es auch immer ist. Ja, auf allen Ebenen der Regierung. Ja. Ja, und genau das seit 50 Jahren da oben sind wir jetzt da in der Hinterschmiederütti und es ist heute noch nicht anerkannt, dass wir da oben eben nichts von der Religion wissen wollen, gegen das Religiöse sind. Obwohl wir niemand beharken dagegen. Mhm. Wir sagen einfach Meinung, wie, was, wo, aber wir tun niemand beharken damit. Wenn ein Gläubiger kommt, der ist gläubig, fertig, aus, Schluss, da spielt er keine Rolle. Mensch ist Mensch, oder? Er wird als Mensch behandelt, nicht als Gläubiger. Was meinst du, wie manche da aufläuft, wo da sich für die Sache interessiert
der gläubig ist. Man geht aber nicht auf seine Religion los, auf seinen Glauben los. Na, das nicht. Man Aber verhaltet sich völlig neutral. Ja, aber auch die Neutralität wird schon als Angriff Ja, natürlich. empfunden Ja. von der Gemeinde und eben Aber nur die Religiösen machen das. ja, Und die Neutralität dann angreifen. ja, Oder? Die in die Kirche gehen oder in eine Sekte gehen oder sonst irgendjemand her, oder? Wo einfach ein Glauben ist, oder? Die greifen halt Neutralität an. Denen passt es halt nicht, dass dann, wie soll ich sagen, dass du ein separater Mensch bist. Oder? ein Nichtgläubiger. Ja, ein Nichtgläubiger. Ja. Nicht das, woran Sie glauben. Ja, ja. Ja, es führt nur zu, und so ist das mit jeder Religion. Ja, das ist mit jeder Religion so. Es führt nur zu Trennung und Teilung. Ja. Und ja. Christen, die eine Religion hat Krieg gegen die nächste, eine Sekte gegen die andere Sekte und so weiter und so fort. Das hat sich seit alters her hat sich das bewiesen. Ist heute noch so. Hat nicht bessert. Ja, gerade es ist interessant, gerade was Kirche anbelangt, wo Menschen aus der Kirche austreten, die nichts mehr wissen davon. Etwa die Hälfte oder ein Drittel oder die Hälfte oder so, die nicht mehr retour in eine Kirche gehen. Ja. Ja, aber das Interessante aber ist, sie glauben genau gleich. Ja, weil es so tief in ihnen steckt. Ja. Ist jetzt, sie verlassen die Institution, Religion, aber vielfach ist nur wegen der Steuern zahlen, oder? Also wieder wegen Moneten, wegen Geld, oder? Und so weiter und so fort. Es sind so viele Gründe für so etwas, oder? Ja. Oder? Deswegen sind sie noch lange nicht gläubig. Ja, wegen dem sind sie genau krank im Kopf. Ja, ich sage dem so. Ein Glauben ist krank im Kopf. Ja. Es ist nicht richtig gedacht, es ist überhaupt nicht gedacht. Es ist nur ein Scheindenken, das stattfinden tut. Ja, dass Religionen nicht funktionieren, zeigt, finde ich, am deutlichsten ist der Krieg innerhalb oder zwischen den Parteien. Ja, da hast du einen Religionskrieg. Ja, aber eben gerade eben auch zwischen den Schiiten und Sunniten zum Beispiel. Ja. Im Islam oder dann eben bei den Christen ist es der Protestantismus und der Katholizismus. Unter ihresgleichen, oder? Ja. Nur haben sie einen anderen Namen, aber sie glauben praktisch der gleiche Blödsinn. Ja. Oder? Aber sie haben Krieg miteinander, weil eben da ein Jota anders ist und dort ein Jota anders und dort wieder ein Jota anders in ihrem Glauben. Ja, das finde ich zeigt so deutlich, dass es nie zu Frieden führen kann. Ja, könnte sie gar nicht. Ja. Es gibt auch keinen Frieden dann. Oder? Wenn sich der Mensch nicht friedlich in sich hinein ist, dann ist der Zapfen ab. Oder? Ja. Dann ist Streit, dann ist Krieg. Ja. Und das führt sogar in die Familie rein. Ja, die Eltern untereinander krachen, dauernd streiten, mit den Kindern streiten, die Kinder streiten untereinander, oder in der Verwandtschaft ist Streit und Hader und weiss ich was alles, Mord und Totschlag.
Eben. Und Religion predigt von friedlich sein, macht aber genau das Gegenteil. Wenn ein Krieg losgeht, dann kommt noch der Pfarrer und tut noch wehen und, oder? Der liebe Gott wird wohl bei euch sein und so weiter und so fort. Und Segen über euch alle rufen sie ja bei jedem Krieg aus. Ja, dieses ganze Scheindenken führt dann zu Scheinheiligkeit. Ja. Was willst Ja. 26. Satz. du? Eben ja, scheinheilig. Mhm. Da denkt der Mensch auch nicht drüber an, was scheinheilig eigentlich ist. Ja, Oder? nichts mit heilig. Ja. Also zumal es heilig ja nicht gibt, aber Ja. es Es wird einfach ein Ski gewahrt und der Ski macht ja der Mensch, oder? Er tut etwas den anderen vormachen, wo gar nicht existiert. ja. Es ist nur zum Schein. Ja. Ja, Wovon viele aber gut leben können. ja richtig. Für das, was nichts schaffen. Ja. Und den anderen Lügen erzählen. Ja, genau. Mhm. Ja, mir sträuben sich schon immer die Nackenhaare, wenn ich eben abends nach dem Essen, dann kommt irgendwann im Radio dann halt diese kurze Andacht. Und, Ja, ich weiß. diese scheinheiligen, erkennt man sofort am Ja. Stimmfall, an Mhm. der Stimme, Ja, wie die sprechen. ja. Das ist unglaublich. Wahrlich, ich sage euch, ihr erlanget nur dann Gerechtigkeit, also ihr sie selbst findet und sie euren Nächsten verstehend machen könnet. Ja, Wahrlich, ich aber sage euch, wer außer seinem eigenen, das ist das nächste Thema dann schon. Das ist auch die sich jetzt so mit deinen Schriften befassen. Mir fällt das auch oft schwierig, das zu erklären. mhm. Ich nehme an, es verstanden zu haben, Eben, aber ich muss kann es drüber nicht. nachdenken. Ja. Ohne das geht's nicht. Es ist viel Arbeit. Ja. Da ist, Ja. Und der Mensch muss gerecht sein zu sich selber. Und gerecht kann er nur sein, wenn er über alles gründlich nachdenkt und die Wahrheit findet er in ihnen so, wie es dann wirklich ist. So, wie es tatsächlich existiert. Die Wahrheit existiert. Man muss sie nur können nachvollziehen durch das, dass man suchen tut, denken tut, überlegen tut und wieder suchen tut. Und schlussendlich die Wahrheit findet. In allem und jedem ist das so. ja. Ist halt für uns, glaube ich, eben so schwer, weil wir eben so indoktriniert sind im Großen und Ganzen. Ja, du wirst tagtäglich weiter indoktriniert. Ja. Ja. Ja, auch die Medien es wird immer Ja. schwieriger, das zu Ja. ertragen eigentlich. Mhm. Weil es sind die von dem, was gesagt wird und was Realität ist, das klafft immer weiter auseinander. Ja. Und auch, wo es ist eigentlich jetzt mittlerweile egal, an welchem Tag du die Zeitung liest, die kommen mit immer absurderen Ideen Ja. und setzen sie dann auch um. Ja. Genau. Wo also selbst die Leute, die vielleicht nicht so schlau sind oder eher sogar dumm, sagen und sich nur an den Kopf fassen, was machen die? Neues Thema. Wahrlich, ich aber sage euch, wer außer seinem eigenen Gemahle beischlafet, der oder die solle die Dingstätte, also Gericht, überantwortet sein, denn es ist niedrig, in Klammern menschenunwürdig und verachtenswert,
und verstoßet wider die Gesetze der Schöpfung. Und dann kommt deine Erklärung. Der eigene Gemahl respektive die eigene Gemahlin ist wie jede andere bündnisgleiche Beziehung und Verbindung zu verstehen. Wobei auch zu beachten ist, dass wer außerhalb eines solchen Bündnisses in reiner sexueller Lust das Ehebündnis oder die bündnisgleiche Beziehung respektive Verbindung bricht, begeht einen Ehe respektive Bündnis respektive Verbindungsbruch. Ein solches Tun entspricht gemäß der Lehre der Propheten der weiblichen und männlichen Hurerei respektive Prostitution. In dieser Beziehung betrifft es sowohl das Übel des One-Night-Stand, Sex für eine Nacht, wie aber auch sonstige Gelegenheitssexhandlungen, Pädophilie, allgemein sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen sowie Vergewaltigung und Sodomie, in Klammern sexuelle Handlungen mit Tieren und Getier. Das ist, ich wollte das nur nachfragen, ist, wenn jemand, also genau, einer Dingstätte einem Gericht überantwortet werden. In unserer Gesellschaft, wenn man jetzt eben fremd geht, kann das eben zur Scheidung führen, aber nicht, dass man im Gefängnis landet. Ja, aber bei den Plejaren, es fragt sich, was es ist. also natürlich, es gibt eben mit Kindern oder so, ist klar. Ja, genau. Ja. Aber ich meine jetzt eben nicht solche Sachen. Ja. Aber bei den Plejaren führt das gleich zum Ausschluss der Gesellschaft. Nein, es führt nicht zum Ausschluss von der Gesellschaft, aber ich weiß nicht, wie es handhabt, aber es ist einfach so, dass der Mensch irgendwie irgendetwas verliert. Ich weiß nicht was. Ich habe nie gefragt, wie, was, wo und wann irgend so etwas vorkommt bei ihnen oder vorkommt täte. Ich weiß es effektiv nicht. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nie geredet mit der Simjasene, mit dem Tane, mit dem Quetzal und so weiter und so fort. Über solche Sachen. Ja. Da weiss ich also genau nicht. Ich weiss nur, wie es da auf der Erde ist und wie es gehandhabt wird und dass daraus unter Umständen Mord und Totschlag gibt. Ja. Eifersucht. Ja. Also das wäre interessant zu wissen, weil ich war ja der Annahme, dass eine Person, dass das als so schwerwiegender Vertrauensbruch angesehen wird, dass die Person also dann eben aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird. Ich kann mir das nicht vorstellen bei den Plejaren, dass ein Mensch ausgeschlossen wird aus der Gesellschaft, aus irgendwelchem Grund. Ich weiß nicht. Ja. Ich weiß es nicht. Das wäre interessant. Ich müsste mir das einmal aufschreiben. Ja, ich dachte, die würden auf einen anderen Planeten kommen, wo sie dann eben in Würde leben können und sich weiter entwickeln können. Wie wird Bündnisbruch geahndet? Da tue ich per Mund da fragen, was da wieder kommt. Ja, ja, das wäre, ja, weil steht ja sogar in den Kontaktberichten in den Ländern weltweit 40-60% der Bevölkerung ist im Bündnisbruch. Ja, das ist es sehr weg, aber auf dieser Welt, wie es auf den Plejaren gehandhabt wird, weiss ich nicht. Ja. Das hat mich noch nie angemacht, mich da zu erkundigen wegen dem. Aber es ist vielleicht mal notwendig, das einmal fragen. Ja, weil es einfach, weil eben auch geschrieben wird, hier jetzt zum Beispiel in
dieser Beziehung betrifft es sowohl das Übel des One-Night-Stands, Sex für eine Nacht, dass das, wenn man in einer Beziehung lebt, klar ist das halt eben Fremdgehen. Ja. Aber wenn man Ja. nicht in einer Beziehung lebt, Mhm. inwiefern das dann, klar, es ist, Also- die Beziehung sollte im Vordergrund stehen Ja. und nicht die sexuelle Lust. Richtig. Das ist mir schon Ja, klar. ja, ja. Aber inwiefern wäre jetzt zum Beispiel ein One-Night-Stand zu Also, sehen halt. ich kann mir das nicht vorstellen, wie ein Mensch das überhaupt kann machen oder ich habe mir da Gedanken schon gemacht wegen dem, was da mit dem Epstein da Ja. rund um die Welt herumgeht. Ich kann mir nicht vorstellen, was die Menschen überhaupt denken. Was die für Gefühle daraus schaffen, für Emotionen und so weiter und so fort. Also ehrlich gesagt, ich habe mir noch nie Gedanken darum gemacht. Ich weiss, wie es gehandhabt wird, dass Eifersucht eine Rolle spielt, dass es bis Mord und Totschlag gibt. Religiös, dass es zu Mord kommt, oder religiöser Mord, oder wie beim Islam zum Beispiel. Oder? Das ist, da wird dort streng gehandhabt diesbezüglich, oder? Wie ich weiss, oder? Und erlebt habe bei denen. Aber ich habe mir nie Gedanken gemacht, wie die Menschen überhaupt diesbezüglich selber denken können, was sie machen und so weiter und so fort. Wieso dass sie das machen und so. Ich weiss es effektiv nicht, Michael. Mhm. Weil mich, weißt, das hat mich gar nicht so interessiert, in das mich einzulassen, um das zu ergründen und so weiter und so fort. Und da frage ich auch Sefi, habe ich schon x-mal gefragt. Ich weiss nicht, wie die Menschen das machen können. Das ist mir ein Rätsel. Und was dann daraus rauskommt, die Strafen, die sie da verteilen, und bis zum Mord. Oder? Ich weiss es effektiv nicht. Weil ich mich nie näher mit dem befasst habe. Ich sehe es im Fernsehen, was diesbezüglich geht und läuft, was gemacht wird. Ich kann es nicht einfach, ich kann es nicht nachvollziehen. Weil ich mich eben nie befasst habe damit. Ich habe es nie ergründet. Ja, unsere Gesellschaft ist halt recht stark Ja, sexualisiert. Also jetzt nicht nur natürlich. Porn, Ja, sondern Prostitution, genau, in vielen Ländern ist ja Prostitution Legal. ehrenhaft, oder? Wie da in der Schweiz zum Beispiel, oder? Das ist ja ein Beruf, ja. oder? Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich kann nicht einmal nachvollziehen, wie eine Frau das überhaupt machen kann. Ich komme nicht drauf, wie eine Frau kann denken oder muss denken, dass sie so etwas überhaupt machen kann. Prostituierte sein. Also wenn es jetzt nicht Zwangsprostitution ist, geht es ums Geld. Ne? Also bei einer Ja, natürlich geht es ums Geld. Das, bei allem und jedem geht es immer ums Geld, oder? Aber wie die Menschen das können machen, wie die können ihre Gefühle dem entsprechend, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. ja, mir scheint es halt eben, wenn ich das hier lese, dass es eben genau das der Punkt ist, dass eben Prostituierte dann sagen, ja, ich fühle da
nichts. Also, oder ich schalte das aus, ich blende das Ja, aus. ich weiß es nicht. Und Ich kann dir keine Antwort geben darauf. Ich habe mich nie befasst mit dem. Zu ergründen, was eine Frau denkt. Und es ist mir einfach ein Rätsel, dass eine Frau das machen kann. Also, genau wie ein Mann das machen kann. ja, Es gibt ja männliche Prostituierte, nicht nur Frauenprostituierte. Ich weiss das effektiv nicht, Michael. Ich kann dir keine Antwort geben. Ich weiss, für Gesetze haben da im Osten hin, beim Islam und so weiter und so fort. Aber mehr kann ich dir nicht sagen. Ich weiss es nicht. ja, das sind ja hier Ratgebungen im Grunde im Talmud Emanuel. Ja. Und mir scheint es, dass es eben hier deine Erklärung auch dahin geht, dass für die eigene gefühlsmäßige Entwicklung es halt wichtig ist, dass dann, wenn es zu einer sexuellen Handlung kommt, eben, dass das eben nur in einem Bündnis passieren soll und nicht. Ja, natürlich. Wenn zwei zusammen sind, sie wirklich zusammen sind, ist ja klar, oder? Es ist eine Zusammengehörigkeit und irgendwie, wenn neben rausgetrampelt wird von ihr oder von ihm, ich weiss nicht. Es ist einfach nicht richtig. Der Mensch bestraft sich ja selber damit. Ja. Er tut sich ja selber etwas zu leid, oder mit dem willst du sagen, oder? Ja. Ich, Gut. Ich danke dir.